Hallöchen, willkommen zurück zu Stories, Path of Destinies. Ich habe in der Zwischenzeit auch mal kurz in die Errungenschaften geschaut. Das kann ich mit jedem öffnen, ne? Ja. Ich habe kurz in die Errungenschaften geschaut. Es gibt noch so 2 Sachen, die wir easy peasy machen sollten oder machen können sollten. Was für ein Deutsch, ne? Wir müssen gleich die ganze Folge einstampfen. Wir müssen insgesamt 50 Mal Gegner zu uns ziehen in dem Kampf. Wir haben das bisher einmal gemacht. Oh nein, du sollst da nach oben dashen. Mein Gott. Wir sollen auch jeden Trick in einem Kampf anwenden. Oh, au. Ich kann das ohne Witz nicht einfach so... Okay. Ach, warte mal, das braucht auch... Ah, das verbraucht auch einen Dash. Also nicht im... Man muss nicht in einem Kampf das machen, ne, aber... Wanna hook up? Wanna hook up? Aber insgesamt 50 Mal, das machen wir jetzt ganz kurz. Ich hätte nämlich schon gerne noch ein paar mehr Errungenschaften. Dann müssen wir auch noch jeden Trick im Kampf benutzen. Warte mal, das können wir jetzt auch mal ganz kurz machen. So, das zählt, glaube ich, als Trick. Und vielleicht auch noch werfen. Okay, komm hier rüber, ist fertig. Ja, vielleicht müsst ihr auch die Gegner affekten mit jedem Ding. Mal gucken, wir machen das mal kurz weg. Jeder Trick im Kampf ist halt so eine Sache. Ich mache mal ganz kurz die Errungenschaften auf, damit ihr das auch seht. Komm hier rüber, haben wir. Bringe 50 Gegner zu dir. Ja, haben ja gut. Nutze während eines Kampfes jeden Trick, den du kennst. Ja, da müssen wir mal schauen, wie das funktioniert. Not Zenobia. Hypatia, the kid's mother. Oh, krass. Reynardo had never thought he'd date a librarian. He'd always figured himself for the barmaid type. But then, he'd never figured the library of Ubar would have comic books, or that Hypatia would know anything about them. He missed her. Okay, krass. Muss man mit den Tricks vielleicht auch die Gegner treffen, also mit Feuer und mit Eis, aber das stand nur von wegen benutze, ne? Nicht benutze an Gegnern. Vielleicht gucke ich mir das irgendwann nochmal an. Ich kann ja sowieso jetzt nicht... Ist das schon was da los? Ich kann ja sowieso jetzt nicht alles zu 100% lösen. Dafür müssten wir, glaube ich, alle Pfade durchschreiten. As he came around the bend, there was Lupino, unconscious on the side of the path. And Reynardo could smell a familiar, sweet, smoky scent. Who? Zenobia. It had to be. She never used a combat spell when she could use drowsy gas. That meant she had the Iblis stone. What would it do to her? She hated her father now. She'd kill him for sure. The council wouldn't mind if she killed the emperor, but murdering her father would destroy her. He had to get to whatever ledge she was on and talk her down from it. Okay, da sind wir einfach mal in die Wand gedasht, scheinbar. Ach, den Lever. Sie ließen sich schneiden wie Schinken. Yummy.
Ist da nicht noch einer? Ach, die sehen doch auch so ein bisschen aus wie Schinken, ne? Ups! Da hat er sich nochmal umgedreht, der Sausack. Long stairs. So he was close to the rebel base. He was on fire. So far, so good. He was on fire. Autschen. Da ist schon die Zeit langsamer und man kriegt es trotzdem nicht hin, das Ding zu blocken. Oh, come on! Gleich zweimal, ja? Wahnsinn. Oh. Die gebuffte Chose ist aber auch hart, um zu boxen, ne? Reynardo wondered how his laundress was going to get all these bloodstains out of his tunic. Ich gehe mal ganz kurz hier rein. Da sind nämlich noch ein paar Krüge, die eventuelle Heilung und sowas beinhalten. Das wäre jetzt schon praktisch. Na, immerhin. Ne? Immerhin. Es sieht schon mal deutlich besser aus als gerade eben noch. Everyone in the council chamber was dead. Zenobia stood shivering in the courtyard, drenched in blood. Ich wollte gerade sagen, vielleicht hat sie was gefunden. He managed. They started arguing with me. I lost my temper and I wanted their blood. Well, not me. The stone did. Why did you take it from Lupino? I had a plan. You had a stupid plan, she said. I'm going to go kill my father now. No, you can't. You'll just take his place. You'll become worse than him. Get out of my way, or I'll kill you too. Wir müssen sie stoppen. Jeder Versuch, sie aufzuhalten, würde wahrscheinlich tödlich ausgehen, aber die Gefühle, die sie für ihn hegte, mussten doch etwas bedeuten, oder etwa nicht? Er musste es einfach versuchen. Küsst euch! You won't kill me, he said. And I won't let you kill the Emperor. Enraged, she raised the sword. You hate him too? He could sense the Iblis stone, yearning for his death. But she didn't strike. If you kill him, he'll destroy you. I know you. Shut up! She shouted, her sword trembling. I won't lose you again. Not for anything. Get away from me, he said, and he was very close. I can't lose you again. And he was in reach of her sword now. I love you. I hate him. I hate you too. I love you, he said for the very first time. And then she was weeping. He was holding her. The sword had dropped from her hand. Oh Gott, wie süß. He glanced at the Iblis stone. It was no longer the black of the void. It looked like coal. No. It glowed like a cinder. It was crackling, burning, crumbling into ashes. You've always loved me, haven't you? She said. She was weak. The stone had taken so much from her. Always, he said. She staggered as he helped her up. Let me take you away. Where? The island of Avalon. The sisters will heal you. He'll follow us. Then we need the Farfarer, the fastest ship in the Empire. Alright. Den Stein durch Liebe besiegt. Hey. The Empire had seized his ship. They'd have to take it back. Sie sieht auch aus wie so ein Geist, ne? Dann auf zur Wolkenwanderin.
Das hier ist falsch, oder? Ja. Naja, richtig in dem Sinne, dass wir zumindest... The portal was heavily guarded. Oh. Let's go someplace they really didn't want it to go. Okay. Oh, hat das niemanden getroffen? Oder war das denen einfach nur egal? Das kann natürlich auch sein. Ich habe nicht alles angewandt. Da war, glaube ich, das Feuer nicht. But he never fought so well. He wasn't fighting for money or loot or a cause. He was fighting for her. For them. His sword danced, his feet flew, and the ravens recoiled from his ferocity. Aber vielleicht gibt es auch noch eine Fähigkeit, die wir noch gar nicht haben. Ich weiß es ja nicht. So, vielleicht mal zum Alltag This gucken. was definitely better than pulling yourself up in a bucket. Wieder. Wieder auf den Sack gekriegt. Ach, wir sind gleich Toast Day. You shall not pass. Wer hat das gesagt? Das war wiederum Schnieke. Okay, neue. There it was. Oh. His beautiful skycraft, the Farfarer. They would fare very far indeed, beyond the Empire, beyond the reach of the Empire, to the mystical island of Avalon. He didn't know exactly where it was, but he knew he could find it. And they would find peace there. Second star on the right, and straight on till morning, laughed Zenobia. And they laughed together for the first time in a long time. Okay, ich kann hier noch Zeug aufmachen, ich dachte schon. What the hell? Warum hat das erste nicht funktioniert? Au. Right. Hat funktioniert. Alter, wir brauchen noch, was? 7000 EP für das eine nächste Level? Na, schon so ein bisschen weit, ne? Ich mag das Rumgewerfe. Das sagt mir schon dezent zu.
Aber das mit den alle Tricks benutzen? Pff. Ich will die doch nur runterwerfen. Ja, wir haben zu wenig, oh. Wir haben zu wenig Magie. Wir können nicht alle Tricks benutzen, zumindest die Schwertteile. Das ist ein Explodieren da drüben. Das hat mich echt noch getroffen. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, von außerhalb des Bildschirms, ist klar, ist klar. You have died. Wer hätt's gedacht? Ah! Scheiße, ey. Man könnte ja versuchen, einfach besser zu kämpfen, ne? Und nicht so viel rumzuspielen. Oh. Ohne Witz. Ja. Wow. Das erste Mal gesehen, dass sie ihn so richtig zweigeteilt hat. Oh! Ich dachte, der ist noch nicht am Explodieren. Ich könnte kotzen. Fuck! Alter, das kann doch nicht so schwierig sein. The platform used a hybrid propulsion system fueled by anti-gravity and wishful thinking. Mann. Wir haben auf jeden Fall da hinten live. Immerhin das. Ich glaube, das ist der letzte, ne? Schei, endlich. Das war jetzt auch nicht allzu schwierig, aber hey. But they did not go unnoticed. Wahrer Held. Bup, bup. Scout ships lifted off, and the long lance of the Imperial flagship. Reynardo turned downwind to gain speed. The Raven ships could pursue, but they couldn't close. The Far Speaker croaked, "Return her and live! Go sacrifice yourself," yelled Reynardo. "Then you won't have her either." On the flagship, the Emperor was readying some arcane weapon. It couldn't be. It was the core. A devastating beam lanced out of the flagship. Reynardo zigzagged wildly to keep the Farfare out of it.
Now the Raven scout ships were closing the distance, and the beam was getting closer too. Oh no. Then came a blinding flash, and the air was searingly hot all around him. There was a thunderous, deafening roar. He could smell burnt oak and burnt feathers and burnt flesh. But when he could hear and see again, they were alive and unhurt. And they were alone in the sky. Zenobia embraced him. They had done it. Through luck and through love, they had won the war. "Avalon, here we come," he said as he held her arms wide in the prow of the boat and let her feel its speed. "Maybe the real Avalon is wherever we're together," she said. Aww. And so, after a bit of an argument, Reynardo and Zenobia went to one of the two Avalons. The one shrouded in mists, or the one in their hearts. But which one they went to, I'll never tell. Oh, süß. He'd done it. He'd forged his own destiny. Well, he hadn't actually done it. But he knew what he would do. Reynardo smiled at the book. He practically wanted to kiss it. The kid's sacrifice hadn't been in vain. He'd saved the book and saved the world. Reynardo owed him and his mother so much. Reynardo lowered the mainsail and let the Farfarer shoot forward in the breeze. Second star to the right, and straight on till morning. This time, he would win. Schon irgendwie sehr cool gemacht, das Spiel. Ist eine sehr schöne Idee, muss ich sagen. Gameplay-mäßig war da jetzt natürlich nicht so krass viel dabei. Die ganzen Fähigkeiten von den Schwertern konnte man eigentlich auch getrost ignorieren. Man konnte auch so die Gegner umklatschen. Aber ja, hat Spaß gemacht, hat mir gefallen. Ein schönes kleines Spiel für zwischendurch. Oder ein großes Spiel, wenn man wirklich alles machen will. Also wer die ganzen Achievements farmen möchte, der hat ordentlich was zu tun. Einfach weil du dieses Buch ausfüllen musst. Also da bist du schon gut dabei, ne? Da bist du schon gut dabei. Ja, aber an sich interessanter Artstyle. Natürlich jetzt kein AAA-Titel oder sowas. Aber vor allem der Erzähler, ne, der das Buch vorgelesen hat. Vor allem auch, wenn er die Kröten nachgesprochen hat. Richtig geil. Richtig geil. Kill Patrick. Gerade gesehen. Ja, Qualitätssicherung. Ja, sehr schön. Ich weiß auch nicht, welche Spiele sonst noch hier Spearhead Games rausgebracht hat. Vielleicht gucke ich da mal, ob es da vielleicht noch ein bisschen was anderes gibt. Aber wir überspringen mal die Credits und schauen, ob es irgendwas Neues hier gibt. Oder ob es einfach nur... War die ganze Zeit rechts hier der kleine Mauszeiger-Dings hier. Okay. Heldenpfad abgeschlossen. Gehst du raus, Maus? Kann ich die nicht... Okay, ich kann die Maus nicht ganz rausnehmen. Die ist einfach nur ein bisschen nach links gerutscht dann. Iblis, Stein und Sky Ripper immer aktiv. The clouds parted over the Isles of Boreas. Was soll das heißen? It was time to choose. The rebellion was in trouble. Ravens were scouting for the secret rebel base. They needed a game changer. Pieces of the Sky Ripper had surfaced. Reynardo knew that using it could go catastrophically wrong, but he was sure he could figure out how to use it safely. Also, a temple had risen out of empty desert. Das ist sehr seltsam. Iblis, Stein und Sky Ripper immer aktiv. Die waren doch... Ich weiß nicht, was die damit meinen. Artifact. It could corrupt its user into a bloodthirsty monster. Maybe he could find a way to use it, to take its power without surrendering to its wickedness. And also, his old friend Lapino. Okay, da ist immer noch hier Schlüsselsymbol. Reynardo had a pretty strong suspicion that Lapino had betrayed the rebellion, and he had a gut feeling that he needed to use that to his advantage. Okay, du kannst auf jeden Fall noch die ganzen Schicksale hier machen.
aber ich glaube nicht, dass wir das hier noch machen, weil es gibt ja halt eben 24 Stories, ne? Und wir haben 5 unlocked. Weiß ja nicht. Fünf Stories fürs Häschen, 6 Stories hier, 6 Stories hier und 7 Stories da unten. Ist schon viel. Ist schon viel. Aber ich glaube, dass... Oh, ich kann hier gerade nicht... Ich kann nicht ins Menü. Ja, super. Reynardo finally realized that Lapino was a traitor to the cause. Und ich kann das auch nicht überspringen. Was maybe soll das Reynardo denn? could use that somehow. Ich probiere das mal kurz was aus. Wenn wir das hier unten machen, sagt das Spiel auch, you died? Ah, Lapino. Nicht wirklich. Apparently, the mad rabbit had sold a Pegasus that he did not exactly Aber vielleicht ist das own. auch einfach nur, damit du die ganzen Lapino Storys noch always abschließen wriggled out kannst. of trouble, given Würde Sinn time. ergeben. But he was out of time. Lapino's frantic message said that the ravens were... Naja, jetzt kann ich das überspringen. Nee, wir gucken uns die anderen Lapino had Pfade, apparently nicht managed to Pfade, nicht confuse the an. judge by Aber- arguing that he hadn't actually stolen a winged horse. He'd Ach. only sold it. Das meinen die mit, die Dinger sind immer aktiv. Where was the prison? The village was Aber wir empty. verlieren kein Live. Had Oh. everybody fled the ravens? Ist hier irgendwo noch so ein Pfad? It would be fun to throw healing fruit at people. They wouldn't know whether to be mad or not. Ich möchte mal noch das mit den ganzen Tricks in einem Kampf ausprobieren. Das ist halt immer noch die Frage... It was like having a pet. Okay. Well, like having a gobbler for a pet. Vielleicht noch irgendeinen irgendwo runterwerfen. Geht nicht? Kann ich vielleicht irgendjemanden runterwerfen? Shit. Habe ich jetzt echt hier eine Stelle ausgesucht, wo man nichts runterwerfen kann? Ja, klasse. The ravens had taken the town. Vielleicht lese ich mich doch nochmal ein, Reynardo was es seen dafür villages braucht. like this. All the people. Heißt also, wir gehen hier zurück zum Hauptmenü und beenden das Spiel. Also ich mache vielleicht noch unter Umständen die letzten Teile. Warum? Was ist denn Omen-Side? Ach, das sind einfach nur die Geschichten. Ach nein, das ist ein anderes Spiel von Spearhead Games. Harbinger. Your presence is the sign of the darkest of times. Das interessiert mich jetzt aber auch. Sieht vom Artstyle her ziemlich ähnlich aus. Our protector from the void. Her soul has vanished. Her connection with the world beyond ours. Oh, cooler Bär. Unaware of the impending doom. They fight a war that's already lost. Blinded. Die Türen sind ähnlich, die Farben sind ähnlich, der Stil ist ähnlich. Ist es einfach das gleiche Universum? Only Vera can put an end to it. The eyes and the sword of the tree of life. You must find her soul. The fate of Euralia rests upon you. Okay, Today solve the might be the murder. end of the world. Den Untergangstag umschreiben, die Wahrheit entdecken But for you. und die Apokalypse abwenden. Das ist ziemlich das Gleiche. Omen-Side. Also es wirkt sehr identisch mit dem, ne? Also auch hier das mit dem Kampf mit dem Bär, was man gesehen hat. Plot, bla, hier wahrscheinlich kannst du ja wieder Durchgänge machen und zurücksetzen. Es sieht interessant aus, muss ich zugeben.
Sieht aber auch so ein bisschen in die Jahre gekommen aus und hat auch ein bisschen geruckelt, was hier die Vorschau angeht, ne? Aber ich glaube, ich werde mir das mal angucken, was genau das ist. Stories The Path of Destinies hat schon Spaß gemacht. Aber ich glaube, das reicht uns jetzt auch mal, ne? Leute, wir sehen uns im nächsten Projekt. Macht's gut, bis dann und ciao.